Hallo ihr Lieben, ich habe auf Google Maps einen Ort entdeckt, der mir von den Bildern her so gut gefallen hat, dass ich mich spontan zu einer Wanderung aufgemacht habe, um diese wunderschöne Aussicht live und in Farbe zu erleben. Was für eine Aussicht sich am Ende tatsächlich an dem Punkt ergeben hat und welche spannenden Entdeckungen ich im Wald gemacht habe, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Zum Burgbrunnen. Aha. Dann schauen wir doch mal einfach, wohin uns dieser Weg führt. Nachdem wir dem Weg so ungefähr 3-4 Minuten folgen, sind wir dann auch schon im Bannwald angekommen. Jetzt sehen wir auch, was es bedeutet, wenn man im Bannwald ist und umgestürzte Bäume liegen bleiben als Totholz. Da muss man erstmal wieder den Weg suchen und finden. Okay, hier geht's weiter. Nach wenigen Minuten kreuzt hier dann ein Hauptweg und wir kommen auf so eine Lichtung. Und hier kurz nach der Lichtung teilt sich jetzt der Weg. Dann geht es hier rechts rein zum Burgbrunnen. Und jetzt wissen wir auch, was der Burgbrunnen ist. Wir haben hier einen netten kleinen Rastplatz mit wahrscheinlich halblegaler Feuerstelle und dem besagten Burgbrunnen. Schade, dass es jetzt noch so kahl ist hier im Wald und kein Wasser, aber ich glaube, ich werde den Ort trotzdem nutzen und eine kleine Pause machen. Nachdem der Weg dann nach dem Burgbrunnen wieder in den Wald reinführt, zweigt er jetzt hier bei diesen Holzstapeln ab. Und da gehen wir jetzt mal rechts. Da ist sogar auch ein Schild. Und da ist jetzt ein Wegweiser. Aber wir gehen jetzt mal hier rechts rum, weil da kommen wir zu dieser kleinen Burgruine. Hier muss man ein bisschen aufpassen, da geht es jetzt einmal steil runter. Und jetzt geht es wieder da hoch. Da sind wir bei der Burgruine, beziehungsweise was davon übrig geblieben ist. Eine Mauer mit einer kleinen Infotafel über die Geschichte der Familie, die hier hauste. Hier drüben wieder einen kleinen Lagerplatz. Hier wieder eine kleine Feuerstelle. Dort auch eine kleine Feuerstelle. Also muss ich mich korrigieren, es ist doch nicht nur eine Mauer vorhanden, sondern es sind auch Reste von den Grundmauern noch vorhanden. Überall hier, wenn man auf diesem Plateau rumläuft, sieht man immer mal wieder, wo die Burg früher gestanden haben muss. Hier auch wieder. Und ich vermute mal, hier geht es jetzt weiter runter. Ihr könnt ansonsten auch wieder den Weg hier zurückgehen, den man hochkommt, und dann da kommt man dann auch wieder rechts auf diesen Weg. Ah, das war die Burg. Mal wieder ein umgestürzter Baum. Nett. Wegzeichen, genau. Und
Hier ist der andere Weg, der von der Burg runterführt. Dürfte machbar sein. Der Weg ist sehr schmal, also komme mir vor wie so eine Bergziege, die sich so an den Hang hält. Und ja, teilweise muss man schon genau gucken, wo der Weg dann weitergeht. Von da sind wir runtergekommen. Teilweise etwas abenteuerlich, aber ich mag sowas ja. Und da vorne gibt es einen kleinen Aussichtspunkt. Und hier geht es weiter runter. Was haben wir denn da gefunden? Spannend. Diese Höhle ist zum Schutz überwinternder Tiere vom 15. November bis zum 5. April geschlossen. Das heißt aber auch, wer gerne Höhlen erforscht, besucht, kann hier im Sommer einen Blick reinwerfen. Falls ihr euch fragt, wo diese Höhle oder der Höhleneingang zu finden ist, hier oben, das ist dieser Aussichtspunkt, genau, wo wir gerade eben waren. Und hier oben führt so ein Weg runter, der schlängelt sich so. Und dann kann man hier einmal um die Kurve und da eröffnet sich einem dieser Eingang. Das ist die Mondmilchhöhle. Spannend, spannend. Es geht jetzt an dieser Felsformation hier vorbei, unterhalb der Höhle. Und ja, man sollte schon trittsicher sein. Es sind wirklich schmale Wege, die man jetzt im Laub auch sehr schlecht sieht. Aber ich habe mir ja vorher einen Screenshot gemacht vom Fußweg. Zumal man sich im Wald ja auch nicht immer navigieren kann, weil da oft kein Empfang ist. Und zur Abwechslung geht es jetzt auch mal unten unter den Bäumen durch. Also es wird immer abenteuerlicher. Hups. Also es ist tatsächlich nichts mehr zu erkennen von dem Weg, den man hier gekommen ist. Da hinten ist die Felsformation mit der Höhle. Und jetzt an dieser Stelle teilt sich jetzt dann der Weg. Und wenn ihr jetzt wieder hier hoch geht und diesem Weg folgt, kommt ihr wieder zur Burgruine. Ich möchte aber noch zu diesem Aussichtspunkt, den ich mir vorgenommen hatte. Das heißt, ich folge diesem Weg hier weiter und ich stehe mal wieder da und suche den Weg. Ich sehe jetzt aber nur, dass es rechts weitergeht. Es scheint der richtige Weg zu sein. Und das Tal ist überhaupt nicht eng oder so. Es ist schön weit und licht. Hat was. Von diesen Baumhöhlen gibt es hier einige. Und wir treffen wieder auf einen Forstweg. Gerade als mir der Gedanke kam, okay, jetzt wären wir mal wieder nach Wiesen. Mein Bedürfnis nach Wald wurde gestillt. Und man hört schon das Wasser rauschen.
Also, wenn ihr hier eine Rundwanderung machen wollt, gibt es wohl die Sperberseck-Runde. Wer nicht so planlos umherirren will wie ich, der kann sich ja mal nach dieser Runde erkundigen, wo man da gut starten kann, von welchem Parkplatz aus. Ja, hier bin ich jetzt angekommen. So wie das bei Google Maps manchmal ist. Die Bilder sind nicht immer direkt von dem Ort, der da angegeben ist, sondern manchmal auch einfach aus der Nähe. Ich dachte, es wäre ein Aussichtspunkt auf der Höhe, was es nicht ist, aber es ist trotzdem schön. Nach einer ausgiebigen Pause auf dieser kleinen Bank an dieser wunderschönen Stelle in diesem schönen Tal habe ich jetzt eine Strecke gefunden zurück zum Auto. Jetzt hier links bei diesem Wegweiser wieder in den Wald hinein. Hier ist ein Schild Kohlplattenweg. Da zweigt ein Weg rechts ab. Aber ich bleib mal hier. Hier teilt sich jetzt wieder der Weg. Ich glaube, rechts kommt man wieder Richtung Burgbrunnen irgendwann. Deswegen werde ich... hier ist ja auch ein Schild. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Werde ich jetzt mal auf diesem mittigen Weg hier bleiben. Puh, okay. Ich stelle fest, ich habe keine Ausdauer mehr, was Höhenmeter angeht. Bin ich echt schnell aus der Puste. Jetzt hier an diesem Wegweiser würde ein Weg hier geradeaus zur Straße führen, zur Landstraße. Aber da gibt es, glaube ich, keinen Fußweg zurück zum Parkplatz. Das heißt, ich laufe jetzt hier rechts weiter. Da ging es raus. Hier geht es jetzt mal quer über eine Wiese. Ja, und da vorne ist auch schon wieder die Straße. Also, wenn man jetzt immer am Waldrand entlang läuft, man hört die Straße, dann kommt man auch schnell wieder zurück zum Parkplatz, der dann da vorne ist. Und da sind wir. Die Straße, Parkplatz. Ja, war abenteuerlich. Aber schön.